Ich leite das Vocalina Wettigen seit 2015 und früher war ein starker Fokus auf Renaissance- und Barockmusik. Ich habe jetzt in den letzten Jahren auch viel neue Musik gemacht, zeitgenössische Musik im 20. und 21. Jahrhundert und auch sehr stark Schweizer Musik betonen. Weil ich finde, das ist auch wichtig, dass man das in der heutigen Zeit fördern tut. Schweizer Musik, Schweizer Komponisten aus einem viersprachigen Fundus, wie wir in unserem Land das haben. Und die alte Musik soll trotzdem auch nicht vergessen gehen. Wir möchten auch weiterhin dort einen Schwerpunkt legen. Einmal und jetzt kräftigen Einsatz auf Svia. Ja, will ich vorher den Klang vorstellen und dann in den reinrauschen. Ja? Will ich dort in den Tunnel, aus dem Tunnel raus und dann so ja, und dann weiten sich das ganze Tessin von euch, wenn ihr dort abholt. Ich bin der Gründer des Vocalinos, Stefan Müller mein Name. Und ich habe das vor einigen Jahren gegründet. Und das Ensemble ist aus dem Cantico-Ensemble herausgewachsen. Und es freut mich sehr, dass die Reihe jetzt weitergeht mit eurem neuen Dirigenten. Ich wünsche euch viel Erfolg. Macht weiter so. Schaut, wo ihr mit wechseln. Nächste hier. Und. Sehr gut. Und der nächste. Also ich bin der Dino Lüthi. Ich habe früher im Vocalino gesungen, und zwar, wo es der Stefan Müller gegründet hat. Das ist jetzt vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das ist ziemlich lange her, als ich noch in der Kante war, auch mit Daniel Perez zusammen. Und habe dann lange dort gesungen. Das war am Anfang nur eine ganz kleine Formation. Vielleicht 4 Leute am Anfang, da sind immer mehr Leute dazugekommen. Und dann irgendwann hat es den Namen Vocalino bekommen, das Ensemble. Und ich habe dann Gesang studiert, später, nach der Kante. Und singe jetzt in der Oper in Köln. Also aber Vocalino war eigentlich mein Anfang, kann man sagen. Und so von den besten Momenten, oder was ich gelernt habe, ist sicher auch, dass man so zum ersten Mal nur das Vierte singt. Oder auch in kleinen, auch wenn man das Zweite pro Stimme ist, auch wenige pro Stimme. Das heisst, man muss Verantwortung übernehmen. Und das ist sicher anspruchsvoller, als in einem Chor zu singen. Das hat mir sicher geholfen. Ja, ich bin auch eigentlich seit dem Anfang vom Vocalino dabei, seit dem Kantichor, und singe eigentlich schon seit ich in der Primarschule bin, immer in einem Chor, und ich brauche die Musik einfach, neben dem Sport brauche ich es einfach als Ausgleich, und wenn man zusammen mit lässigen Leuten lässige Musik machen kann, dann ist das doch super. Scheint mir eine der urtümlichsten Ausdrucksformen und eine der ehrlichsten Ausdrucksformen, auch von der wärmsten. Das war auch ein Grund, wieso ich vor bald 20 Jahren eine Art ehemaligen Chor gegründet habe, der in verschiedenen Projekten mitgewirkt hat. Der Stefan Müller, einer meiner Nachfolger, hat das übernommen und wieder aufgeleistet unter dem Namen Vocalino und ist in eine andere Richtung damit gegangen. Absolut legitim und schön. Wenn ich jetzt heute sehe, dass das Vocalino immer noch besteht, mit ehemaligen Studierenden, die die Begeisterung am Gesang
immer noch warm behalten, so bin ich tief beeindruckt von der Qualität, von der Sorgfalt, mit der sie das Projekt weiterführen. Ich bin tief berührt, auch, dass ihnen das immer noch etwas bedeutet. In dem Sinne wünsche ich dem Vocalino viel Erfolg, auch im neuen Jahr, und grosse Erfolge. Ich bin der Martin Merker, Solo-Cellist von der Argovia Philharmonik, und durch mein Orchester ist auch der David Rossel darauf gekommen, mich zu fragen. Mit dem Vocalino ist es mein drittes Projekt inzwischen. Das ist immer sehr spannend, weil der David sehr viel Neues ausgräbt. Manchmal sind es nicht nur Kompositionen, sondern auch Komponisten, die ich vorher noch nicht kannte. Ich finde, Vocalino hat unglaublich gute Stimmung, nicht nur nach, sondern auch vor den Konzerten. Da wird seriös gearbeitet, und ich freue mich eigentlich auf alles, was da in Zukunft ausgegraben und zur Aufführung gebracht wird, und ich hoffe, ich bin wieder mal dabei. Ich habe Singen als Hobby eigentlich im Kantichor entdeckt, und da ist das Vocalino als ehemaliger Chor natürlich die perfekte Fortsetzung von dem. Was mir besonders gefällt am Vocalino ist eigentlich die Musik, die wir singen. Wir singen sehr vielseitige Sachen, von modern bis jetzt bald auch wieder alte Musik, und es ist für mich eine gute Art, meinen musikalischen Horizont zu erweitern.
one different part. Actually, we all really trusted each other. I knew Paul Phoenix, who's next to me, was going to sing the right note. I knew that David Berg was going to sing the right note. I didn't always think I was going to sing the right note. But that's okay, because David, he knew I was going to sing the right note. You know what I mean? Yeah. And Paul said, oh, it's great to hear, because I know you always. You never made a mistake. No. So there's confidence and there's trust. Okay? And I think this is what will build up something extra in your choir. Okay? It's a deal? Maybe in rehearsal, when you have a new piece, a start, that's fine, totally fine. But this is immediately made you the next level up. How many people here are professional singers? Right, so you've all got so you have jobs, you have other lives, you have your students or whatever. Okay. So this choir is fun, right? This is your committed part of your week. Once a week you come together. It's fun. You like making music together. And to come to London for a weekend like this is really great for a choir to have an experience together, and to maybe see people like me who can, you know, a bit like a car, take it apart. Oh, a nice car. Let's take it apart and see what we can clean and put back together, make better, so that by the performance, okay, so I think that's what we're doing there. But it does mean that you need to be a little bit more than, I sing in a choir, I do what the conductor says. It's all quite cosy, if you know what that word is. It's comfortable. I don't have to really go for it. I get challenged enough already at work. This is just my fun. I don't want anyone to put any kind of expectation, any kind of pressure on what I'm doing. Well, I'm sorry, but you need to have a little bit of that to make this choir go from good to really very good. The crucial thing is that the performance is not for him. It's not. You know, it's not. It's for the people who are come. They want to know the story that you're telling them. Right? They're not interested in, playback. Yeah. You have to look at the music, of course, but then you need to be looking at the audience. And I've been lucky enough to sing all the time to audiences, and this connection kind of, makes the choir, makes the relationship is really important. Domine Jesu Christ. There's nobody breathing. I don't know where to start. Okay. Domine Jesu Christe Rex Gloria Libera, anima somnium defunctorum, et penissit veni, et de profundo lacur. Libera est ora leonis, ne absorbiat eas cantarus ne, cadent in oscurum, sed signifer sanctus Michael presentet, eas in lucem sancta, quam
der Workshop mit dem Robin Tyson sehr gefallen. Was mir jetzt persönlich am meisten geblieben ist, dass es neben dem klanglichen, stimmlichen auch darum geht, was man fühlt während dem Singen, dass man dem links und rechts auch vertrauen kann und dass man weiss, dass es gut kommt und dann so etwas Grossartiges kann auf die Bühne bringen. Who is Chesnikov? What's this piece? What's this piece mean? Have you performed it? Yes. Ah, you performed it. Great. So it's going to be 100% brilliant. So what is it called? Spasienie Sodiela, Which means? Salvation is created. Yeah. Religious piece. Is it hard? Yes. You need to keep up that sense of hallelujah. It's like my teenage kids. 6-0. You know, they're just exploding with excitement. And this is your job as a performer, to get this sense of excitement. This is ecstatic excitement. It's maybe not quite the same as a soccer game kind of excitement. But there's something simmering all the way through this Alleluia, and you've got to keep it. Every time you sing the word again, it's like you reset the excitement of Alleluia. Well, I've really enjoyed my day here today, working with David and the rest of the choir. It's been fantastic to have them in London and for them actually to introduce me to the great Swiss church here in London. The sound of the choir was fabulous actually, and I was really happy to be able to offer some of my experience as a singer and as a choir director, workshop leader. And the singers in the choir are all so wonderful. They are professional about the way they sing. They listen, they respond, they worked really hard. And so the end result was really, really good. And I think for me, one of the most interesting things is to think about what these singers can take from the workshops into their professional lives, whether they're students or whether they have a job. The things that we talked about in the choir, not only great for the choir, but also really good for their student life or for their work in teams of people, or the way they communicate, the way that they just behave in their jobs or in their student lives. Warum bin ich im Vocalino? Man beschäftigt sich ja die ganze Woche mit dem Ernst vom Leben. Und am Freitagabend hat man dann die Möglichkeit, das System Alltag für 2 Stunden zu verlassen, sich ins Kloster zurückzuziehen und sich wirklich mit der Musik beschäftigen, abtauchen in ganz eine andere Welt. Und das kann sehr heilsam sein, vor allem wenn man das macht in einer wirklich super Gemeinschaft.
My name is Bob Porter. I'm director of the Brandenburg Choral Festival of London, and I've just had the privilege of listening to our choir tonight from Switzerland. This is the third time that David has brought one of his groups to London for our festival, and tonight was exceptional. When he asked me to speak for a few moments, I became very nervous because I was almost breathless with the experience of the concert tonight. It was stunning. It was very good, but good is a very easy thing to do. There are lots of very good choirs. Tonight had a spiritual element that was just transcended anything that we could have expected. I didn't know some of the pieces in the program, especially the Swiss piece, but it was fantastic. Our cellist was amazing. He brought a complete extra dimension by mixing the two pieces together, which was very impressive programming from David, and the whole thing was just a complete delight. Thank you so much for coming. Also ich gehöre auch zu denen, die direkt nach der Kante eingestiegen sind. Und im Studium beschäftige ich mich hauptsächlich mit der bildenden Kunst. Und ich habe schon seit Jahren während der Kante immer Musik, Instrumental und dann auch Singen als Hobby dazu entwickelt. Und das mache ich jetzt auch nach der Kante. Und es ist einfach mega gut, wenn man am Freitagabend in einer Probe all seine Sachen von der Woche vergessen kann und dann so ein bisschen abschalten kann, indem man einfach zusammen singt und nachher noch eins ziehen gehen. Prost! Prost! Es ist sehr bekannt war, der deutsche Humanismus ist eines der ersten und wichtigsten Werke, die produziert worden sind. Das ist in Basel. Basel ist das veröffentlicht. Das ist wirklich gerne. Also es ist erstaunlich, was wir für eine Entwicklung gemacht haben mit dem Chor in den letzten paar Jahren. Und es ist immer toll, am Freitagabend mit dem Chor zu proben. Gerade jetzt die letzten Projekte, die wir gemacht haben, haben uns extrem vorwärts gebracht. Auch, dass wir auf London gegangen sind, zum Beispiel, dass wir ins Ausland gehen, dass wir dort 3 Tage nur für uns da sind, nichts vom Alltag sonst mitnehmen. Das sind außergewöhnlich tolle Sachen, die so einen Chor ausmachen. Und ich freue mich darauf, noch weitere so Projekte mit dem Vocalino zusammen zu machen.